Assalamu alaikum, ihr Lieben. Willkommen auf meinem Kanal zu einer neuen Folge meiner Gesundheitsvideos. Heute möchte ich mit euch über die unglaubliche antioxidative Wirkung von Rosmarin sprechen und euch bei der Gelegenheit auch gleich zeigen, wie man dieses Heilkraut verwenden kann. Hier sehen wir zum Beispiel meine Zitronen-Knoblauchkur, in die ich auch frischen Rosmarin gegeben habe. Zum einen, um seine Haltbarkeit zu verlängern, denn Rosmarin ist ein starkes Antioxidant, und zum anderen, um seine Wirkung zu verstärken. Mein Video dazu werde ich euch hier oben nochmal verlinken. Und hier sehen wir die leckeren, knusprigen Rosmarin-Kartoffeln, die ein wunderbares Aroma und Geschmack abgeben. Mein Video dazu werde ich euch hier oben auch nochmal verlinken. Der Rosmarin ist ein bekanntes Hausmittel bei vielerlei Beschwerden und er steigert die Gedächtnisleistung. Die gesundheitlichen Wirkungen von Rosmarin basieren vor allem auf seinen ätherischen Ölen und den darin enthaltenen sekundären Pflanzenstoffen wie der Rosmarinsäure, Carnosolsäure, Chlorogensäure, Rosmarinol, Hesperidin, Eukalyptol und so weiter. Für diese Stoffe allein wurden unglaublich vielfältige Heilwirkungen festgestellt. Aber davon abgesehen beinhaltet er noch weitere Inhaltsstoffe wie die Terpene, Thymol, Verbanol, Gerbstoff, Gerbsäure, Kampfer, Bitterstoff, Beta, Sitosterol, Flavone, Salicylate und Saponine, weshalb er eine ganze Naturheilapotheke in einer Pflanze vereint. Subhanallah. So ist der Rosmarin zum Beispiel eines der wenigen Kräuter, die niedrigen Blutdruck stärken können. Diese Wirkung gegen niedrigen Blutdruck erfolgt aufgrund der Stärkung von Herz und Kreislauf. Hoher Blutdruck wird also nicht noch höher. Auch nervöse Herzbeschwerden und Herzrhythmusstörungen kann man mit Rosmarin behandeln. Zu seinen vielen Heilwirkungen gleich noch mehr. Hier seht ihr jetzt erstmal meinen eigenen Rosmarin auf meinem Mini-Balkon, den ich mir übrigens trotz seiner kleinen Größe so vorteilhaft angelegt habe, dass er mir den gesamten Sommer von Nutzen für meine Gesundheit und meine Küche ist. MashaAllah, walhamdulillah. Jetzt zeige ich euch erstmal, wie ich mein Rosmarinsalz hergestellt habe. Dazu habe ich mir ordentlich viel von meinem Rosmarin gepflückt. Ferner habe ich mir dazu das pakistanische Halid-Salz, das ist ein hochfeines Steinsalz und gilt als das reinste aller Salze, besorgt. Das Halid-Salz soll der Diamant unter den Natursalzen sein. Es hat eine perfekte Anordnung der Kristallgitterstruktur. In seiner reinsten Form ist es glasklar, farblos und bricht kubisch ab, da das Kristallgitter in senkrechten und waagerechten Linien verläuft. Und es soll noch wertvoller als das Himalaya-Salz sein. Subhanallah. Mein Video zur Gesundheit der Natursalzsohle, für welches man dieses Salz auch benutzen könnte, werde ich euch hier oben nochmal verlinken. Daran hatte ich unter anderem auch erklärt, was der große Unterschied zwischen Natursalz und dem giftigen Kochsalz ist. Den Rosmarin werden wir jetzt von seinen Stielen befreien, denn wir benutzen nur die Rosmarinnadeln hier für das Rosmarinsalz, und die Stiele könnte man zum Beispiel zum Grillen benutzen, indem man sie zum Beispiel als Schaschlik-Spieße benutzt und dem Fleisch dann ein ganz tolles Rosmarinaroma verleiht. Oder man entsaftet sie zusammen mit Wildkräutern und Gemüse. Mein Video dazu kann ich euch hier oben auch nochmal verlinken. Wichtig ist nur, dass man eben diese wertvollen Teile vom Rosmarin nicht wegwirft. Jetzt kommen die Rosmarinnadeln plus dieses Halid-Salz in den Vitamix und werden dort zu einem feinen Rosmarinsalz vermahlen. Und sobald das Salz richtig fein vermahlen ist, sieht das so aus, wie wir das hier sehen. Und jetzt bleibt uns nur noch, dieses Salz zu trocknen. Wir sehen schon jetzt, welch eine wunderschön grüne Farbe dieses wertvolle Rosmarinsalz besitzt. Das Salz wird jetzt hier in meinen Dörrautomat geschichtet und gleichmäßig darin verteilt. Und dann wird es einfach für einige Stunden lang oder für 2 Tage lang im Dörrautomat getrocknet. Der Dörrautomat verbraucht ganz minimale Mengen an Strom, weshalb man ihn ohne Bedenken viele Stunden bis Tage in Betrieb halten kann. Ich stelle die Temperatur wieder hier nur auf 35 Grad Celsius, damit eben die ätherischen Öle und Vitamine und die gesamten sekundären Pflanzenstoffe keinen Schaden nehmen und damit man dieses wertvolle, gesunde Rosmarinsalz auch rohköstlich benutzen könnte. Natürlich könnte man es auch zum Kochen benutzen, aber man könnte es auch super gut rohköstlich verwenden. Ja, und so sieht das Ergebnis aus. Wir haben jetzt hier ein ganzes Glas voller wertvollem Rosmarinsalz, welches ein ganz tolles Aroma verströmt und super gut für alle möglichen Gerichte geeignet ist.
Subhanallah. Jetzt wieder ein kurzer Abstecher zu den vielen gesundheitlichen Wirkungen von Rosmarin. Zur Stärkung der Nerven ist Rosmarin besonders gut geeignet. Man kann auch Kopfschmerzen und Migräne damit lindern. Dazu kann man Rosmarin innerlich einnehmen oder äußerlich anwenden und beispielsweise das verdünnte ätherische Öl auf die Stirn reiben. Rosmarin kann ausbleibende Periodenblutungen auslösen und Menstruationskrämpfe lindern. Auch gegen Wechseljahresbeschwerden kann Rosmarin helfen. Zur Stärkung des Verdauungssystems und zur Beseitigung von Blähungen kann man Rosmarin-Tee trinken oder Mahlzeiten damit würzen. Hier zeige ich euch jetzt, wie man das Rosmarinöl herstellen kann. Das ist genauso einfach wie das Rosmarinsalz. Man braucht auch hier wieder nur 2 Zutaten, und zwar frischen Rosmarin, den man nicht waschen sollte, sondern nur frisch pflücken sollte, und ein hochwertiges, natives, kaltgepresstes Öl. In meinem Fall benutze ich jetzt natives Bio-Rapsöl, denn dieses hat ein sehr gutes Omega-6 zu Omega-3-Verhältnis von 2:1 und zählt daher in kaltgepresster nativer Bioform zu den besten Omega-3-Fettsäuren. Man sollte es aber keineswegs mit dem toxischen, raffinierten Speiseöl verwechseln, welches oft im Supermarkt angeboten wird. Ja, und das Tolle an diesem Rosmarinöl ist, dass man einfach nur diese 2 Zutaten vermischt und sie dann im Schrank aufbewahren kann. Das Öl kann sofort benutzt werden, in den Salat zum Beispiel oder für andere rohköstliche Zubereitungen. Je länger es steht, umso mehr von den gesundheitlichen Wirkstoffen des Rosmarins gelangen in das Öl. Zu empfehlen ist es eben auch, so kleine Flaschen zu benutzen, wie hier in meinem Fall, möglichst viel Rosmarinzweige da hineinzustecken. Dann benötigt man nicht sehr viel Öl und die Wirkstoffe liegen dann in sehr viel konzentrierterer Form darin vor. Wichtig ist nur, dass die Rosmarinzweige immer mit Öl bedeckt sind, damit nichts schlecht werden kann. Und sobald man ein Öl benutzt hat, für den Salat zum Beispiel oder für andere rohköstliche Zubereitungen, dann füllt man danach sofort wieder das Rosmarinöl mit weiterem nativen Rapsöl auf. Und das könnte man endlos so weiter handhaben und jedes Mal aufs Neue in den Genuss dieser hochwertigen Heilkräfte des Rosmarin gelangen. Und um nochmal auf die Heilwirkungen des Rosmarins zu sprechen zu kommen, so sind diese unter anderem adstringierend, anregend, antibakteriell, entspannend, entzündungshemmend, krampflösend, pilztötend, schmerzstillend, tonisierend, menstruationsfördernd. Und seine Anwendungsbereiche sind fast unendlich. So sind diese unter anderem Appetitlosigkeit, Atembeschwerden, Blähungen, Durchfall, Ekzeme, Erschöpfungszustände, Gicht, Haarausfall, Herzschwäche, Hämorrhoiden, Ischias, Kopfschmerzen, Magenschwäche, Migräne, Nervenentzündung, nervöse Unruhe, Neuralgien, niedriger Blutdruck, Rheuma, Schwäche, Verdauungsstörungen, Wechseljahrsbeschwerden, hartnäckige Hautausschläge, nervöse Herzbeschwerden, nervöse Kreislaufbeschwerden, schwache Menstruation und noch viele mehr. Seine Heilwirkungen sind zusätzlich antiviral, antidepressiv, antioxidativ, antidiabetisch, Cholesterin senkend, krebshemmend, harntreibend, verdauungsfördernd und Rosmarin stärkt vor allem auch die Gedächtnisleistung und diese Wirkung konnte mittlerweile auch wissenschaftlich belegt werden, sodass Rosmarin auch das Risiko für Alzheimer und Demenz reduzieren könnte. Ebenso gibt es mittlerweile zahlreiche Zell- und Tierstudien, die zeigen konnten, dass Rosmarinextrakt das Wachstum von Krebszellen bei den verschiedensten Krebsarten hemmen kann. Subhanallah, deshalb wäre jeder gut beraten, dieses Heilkraut des Öfteren in den Speiseplan zu integrieren. Wenn euch mein Video gefallen hat und von Nutzen war, dann würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen und wenn ihr dieses Video teilt. Vergesst auch nicht, das Glockensymbol zu betätigen, damit ihr kein Video in der Zukunft von mir verpasst. Liebste Grüße, Salam alaikum, eure Mariam.